Hi Leute, in diesem Video soll sich heute alles um das Vernähen von Gurtbändern drehen, welche Varianten ich dabei am häufigsten nutze und ich zeige euch, wie man dabei Schritt für Schritt vorgeht. Und solltest du das erste Mal auf unserem YouTube-Kanal unterwegs sein und das hier das erste Video ist, das du dir von uns anschaust, schau dir auch die anderen Videos aus unserer Know-how-Reihe an. Dort haben wir unter anderem bereits alle wichtigen Infos zum Thema Nadel und Garn und die für uns häufigsten Nahtarten erklärt und wie du diese erstellst, aber auch welche Werkzeuge bei deinen Nähprojekten niemals fehlen sollten. Und für diejenigen unter euch, die die Veritas Power Stitch Pro besitzen, findet ihr in unserer Know-how-Reihe auch ausführliche Videos, warum wir uns gerade für diese Nähmaschine entschieden haben, wie ihr die Nähmaschine einrichtet, inklusive einem Einfädel-Tutorial. So, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gurtbänder gibt es in ganz verschiedenen Ausführungen, jeweils mit gewebtem Muster, bedruckt als Schlauchgurtband oder auch als Gürtelgurtband in verschiedenen Stärken und Breiten. Und je nach Anforderung und Anwendung wird das entsprechende Gurtband bei Gürteln und Gurtsystemen in Verbindung mit verschiedenen Beschlagteilen, zum Beispiel aus Kunststoff oder auch Metall verarbeitet oder zum Beispiel auch als Zug- und Befestigungsschlaufen an Reißverschlüssen, auf Taschen oder zum Beispiel auch auf Rucksäcken aufgenäht. Und wie ihr dabei vorgeht, das zeige ich euch jetzt anhand der folgenden Beispiele. Und falls die Frage aufkommen sollte, welche Nadel und welches Garn ich hier verwende, ich benutze hierfür wieder zur Demonstration eine Nadel der Stärke 110 bzw. Größe 18 und ein Garn von der Firma Gütermann, das Mara 70.
Hier noch ein Hinweis von mir: Wenn ihr beim Vernähen von Gurtbändern zum Beispiel eine 90-Grad-Drehung machen wollt oder generell euer Material unter dem Nähfuß drehen wollt, achtet darauf, dass die Nähnadel immer eingestochen ist, denn dann dient eure Nadel gleichzeitig als Drehpunkt. Und achtet auch darauf, dass ihr den letzten Stich immer fertig macht. Dreht dazu so lange am Handrad, dass die Nähnadel einmal komplett bis nach oben fährt, bis zu dem Punkt, wo sie wieder nach unten fahren möchte. Ganz wichtig, stecht dabei nicht in euren Nähgut ein. In diesem Moment hat die Nähmaschine nämlich den Ober- und den Unterfaden ein letztes Mal sauber in eurem Material verschlungen und ihr könnt im Anschluss euer Nähgut problemlos unter dem Nähfuß entnehmen. Das war es auch wieder für dieses Know-how-Video und danke an alle, die immer fleißig unsere Videos schauen und auch unseren YouTube-Kanal abonniert haben. Und wenn es Fragen geben sollte, dann schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare. Ich versuche da immer zeitnah drauf zu antworten. Und vergesst doch nicht, unten in die Videobeschreibung zu schauen. Dort findet ihr wie immer alle nützlichen Infos und auch Übersichten verlinkt. Und ich bin damit raus und bis zum nächsten Mal.